Alles klar. Heute werden wir uns die erste Multiplayer-Logik anschauen und auch so ein Sprintsystem einrichten, damit der Player Char auch sprinten kann. Im Grunde unseren BP Hero einmal erweitern im Event Graph. Das ist das Movement, das hatten wir letztes Mal eingerichtet und heute kommt dann das Sprinten dazu in diesem Video. Damit das Ganze im Multiplayer funktioniert, müssen wir uns ein wenig die Server- und Client-Logik anschauen. Das heißt, wir werden nicht nur einfach hier Walkspeed erhöhen oder den Max Walkspeed, sondern das Ganze wird in einer Mehrspielermechanik sein. Das heißt, dass andere Spieler auch mitbekommen, wenn ein Spieler ein bestimmtes Event hat. Im Grunde wird es im Server-to-Client-Model projiziert. So arbeitet das in der Unreal Engine. Im Grunde der Spieler, der Client ist, der sagt dem Server, ich möchte ein bestimmtes Event machen. Und der Server gibt dann als Antwort, ob er es machen darf oder nicht. Und gibt dann dem Client mit dem Spieler mit der Anfrage dann Bescheid, okay, du darfst jetzt sprinten oder nicht. Etwas in der Richtung. In unserem Spiel hier wird der Server im Grunde wissen und checken, wenn der Spieler als Client einmal hinsendet, ich möchte sprinten, und der Server fragt dann ab, hat der Spieler genug Stamina, also genug Ausdauer, und wenn dem so ist, dann darf er sprinten. Dann sendet der Server wieder zurück eine Nachricht, okay, du darfst, und so geht das dann mit der Logik weiter. Solche Systematik hilft im Grunde dem Cheaten vorzubeugen. Das heißt, der Server weiß immer Bescheid, was darf der Spieler und was er nicht. Und der fragt halt immer an, darf ich oder darf ich nicht. Hierzu gehen wir in die Projekt-Settings, unter Edit, Projekt-Settings. Da gehen wir nach Input, unter Engine. Und hier unter Action Mappings wollen wir einen weiteren Action haben, über Plus. Den nennen wir einfach hier unter Action Mappings auf Plus gehen und dann haben wir ein neues Action. Das wird dann unser Sprint sein. Left Shift sein. Das ist unser Sprint Key. Den lassen wir so. Zurück im Hero-Charakter, Blueprint. Da brauchen wir im Grunde den Sprint jetzt. Einfach Sprint eingeben, den Action-Event importieren. Hier werden wir das über eine Funktion lösen. Im Grunde eine Funktion wird der Client aufrufen und diese Funktion wird dann mit dem Server sprechen, sodass sowohl der Server als auch der Client dann den Speed-Level vom Spieler aktualisiert. Hierfür machen wir eine neue Funktion hier links und nennen die einfach fSprint Switch. Alles an Funktionen, die Multiplayer sind, wollen wir gerne, dass der Client und der Server die mitbekommt. Da wollen wir, dass der Client und der Server das alles mitbekommt und sich austauschen. Jetzt nicht direkt über einen Multicast, aber so über die Client-Server-Kommunikation. So, und bei dem Movement, im Grunde, wenn der Player dann Shift drückt, wollen wir den maximalen Walkspeed dann ändern, dass der einfach höher geht. Hierfür nutzen wir einfach ein Boolean und bei unserer Funktion brauchen wir einen Input-Parameter. Den können wir einfach nennen Sprint State als Boolean. Jetzt haben wir unsere erste Funktion hier geschrieben in dem Spiel und zurück im Event Graph holen wir die einfach mal. Also wenn der Player den Shift-Key drückt, dann wollen wir das auf True setzen. Und wenn er das entsprechend wieder loslässt, die Shift-Taste, dann soll das False werden. Das alles ist noch Client-Seite, dieser Shift-Key und alles, was wir hier in dieser Funktion machen. Jetzt wollen wir die Server-Logik auch involvieren. Da gehen wir in den Event Graph und holen uns eine Funktion namens Custom, add Custom Event. Das Ganze nennen wir jetzt Server, Toggle Sprint. Das Ganze als Event wird dann hier rechts oben gesetzt auf dem Server. Wird das Rennen reliable. Also im Grunde ein zuverlässiger State hier, dass das auf dem Server auch ausgeführt wird. Dem Ganzen wollen wir noch ein State übergeben, ein Boolean. Und dieses Execute on Server Custom Event, das wird uns auch so ein fSprint aufrufen. So, im Grunde haben wir jetzt den Client-Part, was der Client macht und was der Server macht. Jetzt wollen wir den Server triggern in dieser fSprint-Switch-Funktion. Holen wir uns erstmal eine lokale Variable und nennen das Ganze einfach Local Sprint State. Ja, lokale Variablen sind schon nice. Die können nur in dieser einen Funktion aufgerufen werden.
Die werden hier unten im Grunde zugefügt und die leben im Grunde auch nur in dieser Funktion, in diesem Scope der Funktion. Danach brauchen wir ein Event, der heißt Switch has Authority, ist über so ein Networking. Bei der Funktion ist es so, dass wenn der Client das ruft, dann wird der Remote hier das aufrufen. Er ist keine Authority. Und der kleine Client, der wird Remote hier aufrufen und wird die Funktion dann entsprechend des Servers rufen. Server Toggle Sprint, die wir gemacht haben. Und die braucht noch den Local Sprint State. Get Local Sprint und den packen wir einfach da rein. Also die Logik jetzt, die wir aktuell haben. Der Spieler, der drückt diesen Shift-Key und will halt sprinten. Der springt dann in diese Funktion hier rein. Und wenn diese Funktion von dem Client aufgerufen wird, dann geht er im Grunde hier rein. Und dann wollen wir, dass der Server diese Funktion auch aufruft. Dass der Server dann diese Funktion auch aufruft. Weil hier wollen wir, dass sowohl der Server als auch der Client diesen Sprinting State im Auge behält. Also im Grunde alles, was hier unten reinläuft über Remote, das wird vom Client ausgeführt. Das wird von den Clients, wenn das jetzt viele Clients sind, werden von Clients ausgeführt. Also hier wollen wir dann den Klienten-Speed, also vom Client, von Player, char, den Speed, dann im Grunde aktualisieren. Dafür können wir einfach die lokale Variable hier nehmen. Dann brauchen wir einen Branch, einfach ein B drücken, anschließen. Was hier im Grunde passiert ist, wenn der Spieler den Shift-Key drückt, das heißt, wenn er hier Shift drückt, dann ist das ja hier True, ne? Und gibt das dem über Remote einmal Price. Und hier kommt ja im Grunde dann True an, weil die Local Sprint State ist dann entsprechend auch True hier an der Stelle. Wenn es halt True ist und wahr, dann darf der Player einmal schneller sprinten. Dann können wir das irgendwie 700, 800 oder 900, je nachdem, was man gerne hat, erhöhen. Und wenn es false ist, soll er im Grunde den Standardwert setzen. Und der Standardwert ist dann halt der Jogging-Wert, den wir haben. Das ist im Grunde hier Charakter Movement, der Wert 500. Das heißt, bei True setzen wir es hoch, dann ist der Wert höher, Max Walk Speed. Und bei False wird er entsprechend den Standardwert bekommen. Wir setzen uns noch Variablen für das Ganze. Hier unter Variablen. Eine Variable wird dann Jogging Speed heißen. Und die setzen wir auf Load. Einmal kompilieren, speichern. Dann können wir auch den Standardwert hier setzen. Sagen wir mal 500. Kompilieren, speichern. Die nächste Variable wird dann Sprint Speed sein. Da machen wir noch eine. Auch vom Typ Float, Gleitpunktzahl. Kompilieren, speichern. Kann man hier auch mal eingeben, wie schnell der da sein darf. Sagen wir mal 900. Jetzt wollen wir das Ganze setzen. Wir nehmen uns einfach die Character Movement Component hier. Die holen wir uns einfach vor. Hier holen wir uns einfach die Max Walk Speed. Sorry, das muss die Set Max Walk Speed sein. Wir wollen das hier setzen. Und wenn das wahr ist, true, dann holen wir uns die Sprint Speed Variable und packen wir die einfach hier drüber. Heißt, wenn Shift gedrückt ist, dann wird er uns die Variable setzen und wir sind dann schneller mit dem Charakter und das Charakter Movement wird entsprechend gesetzt. An der Stelle Max Walk Speed. Dann holen wir uns noch einen Setter, den nächsten Set Max Walk Speed. Und wenn das Ganze im Grunde false ist, dann soll er uns den Jogging Speed wiederholen. So mit dem Ganzen, was wir da machen, wir ändern im Grunde von der Charakter Movement, die wir hier haben, mit den Settern und den Variablen, die wir hier haben, die halt einmal 900 sind und einmal 500. Die entsprechende Position hier, die Max Walk Speed mit einem Setter, Set Max Walk Speed. Und dann sind diese maximalen Gehgeschwindigkeiten statt 500 Meter Sekunde dann 900 Meter Sekunde bei True. Also wenn die Shift-Taste gedrückt ist, dann wird gesprintet. Und wenn False bei rauskommt, weil die Shift-Taste nicht gedrückt ist, dann setzt er uns die Variable Max Walk Speed über die Variable Jogging Speed wieder auf 500 und ändert entsprechend im Charakter Movement unsere Position Max Walk Speed auf 500 Meter Sekunde. Das Ganze gibt dann einen Rückgabewert, sieht dann hübscher aus.
Return. Dann hat die Funktion einen Rückgabewert. Add Return Node. Und dann gibt es einen Rückgabewert, wenn die Funktion durchgelaufen ist. Entweder über die oder über die andere Geschichte. Das Ganze war jetzt Client-Seite und wir wollen natürlich, dass der Server das auch mitbekommt. Und wenn der Server hier über das Executors on Server, über das Event dort auch reinspringt, dass er entsprechend auch hier berücksichtigt wird. Und ein Server hat Authority, das heißt, wenn der Server hier was macht, dann gibt es hier die Serverlogik. Hierfür können wir das einfach einmal hier copy-pasten, auswählen, STRG D, um auf Serverseite das gleiche zu haben. Erstmal, gut, einen Return-Wert wollen wir den erstmal nicht haben beim Server, weil wir wollen da noch Sachen machen. Dann funktioniert das erstmal auch beim Server, auch wenn der Server etwas mehr Logik braucht, dann später. Und beim Client genauso. Das heißt, bin ich Client, komme ich hier rein, bin ich Server, komme ich da oben rein. Wenn wir das Ganze einmal ausführen, das kann im Grunde laufen. Wenn ich Shift drücke, dann sind wir schneller. Wenn ich Shift loslasse, sind wir wieder Normalspeed. Shift gedrückt, dann sind wir schneller. Gut, jetzt wollen wir noch einen zweiten Test machen, hier auf die 3 Punkte. Wir haben das jetzt einmal getestet, wollen das einmal als Client auch testen. Netmode Play as Client. Der setzt uns den Server auf und dann sind wir gleich Client. Wenn wir als Client jetzt einmal Shift drücken, dann sind wir schneller. Das Ganze testen wir auch mit dem anderen Player, weil wir das ja mit 2 Spielern testen. Shift gedrückt halten. Ja, mir sind die Kollegen noch ein bisschen zu schnell. Ich passe die Variable nochmal kurz an. Joggen 400, Sprinten 700, kompilieren, speichern und Character Movement Standard Speed auch mal hier 400 und Crouched 250. Mal sehen, wie das Ganze aussieht. Ja, sieht ein bisschen geschmeidiger aus. Wenn wir Shift drücken, dann ist er ein bisschen schneller unterwegs. Ja. In späterem Verlauf werden wir noch Stamina-Funktionalität, also Ausdauer, hier auch noch einbauen, um entsprechend Logik da zu haben, dass die Ausdauer sich entsprechend verbraucht, wenn ein Spielercharakter jetzt am Sprinten ist. Im Grunde haben wir so ein Basis, ganz einfaches Sprintsystem heute gemacht. Wir sind noch nicht fertig damit, aber für den ersten Test reicht's. Jetzt holen wir uns noch kurz das Animationsblueprint. Im Mesh kann man das ganz einfach holen und sich dieses Animationsblueprint einmal anschauen, wo das ist. Öffnen. Hier wollen wir noch einen neuen State hinzufügen, im Animationsgraph. Den nennen wir dann einfach Sprinting und setzen die Event-Graph-Verbindung für beide Richtungen. Im Sprinting wollen wir dann eine Animation erstmal nutzen. Die heißt da Travel Mode FWD. Ziehen wir uns einmal hierher. So, das wird unsere Sprint-Animation sein. Hier kann man natürlich Abfragen jetzt einfügen. Sowas wie, je nachdem wie schnell der Charakter ist. Hierfür nutzen wir ein Interface. Interface ist ein bisschen advanced in der Unreal Engine. Allerdings, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es eine Möglichkeit, vieles zu vereinfachen an Prozessen. Wir versuchen das beim Nutzen einfach einmal zu erklären, soweit es geht. Basistechnisch ist ein Interface insofern gut, als dass jede Klasse, die dieses Interface implementiert, von diesem auch aufgerufen werden kann. Also irgendeine Klasse, sowas wie ein Mage Blueprint oder den Hero oder sonstige Klassen. Also im Grunde jede Klasse kann ein Interface implementieren. Und wenn wir dann bei einer Klasse auf Class Settings hier oben gehen, dann sehen wir hier so einen schönen Bereich, der heißt Implement Interfaces. Aktuell haben wir noch kein Interface.
Im Grunde sieht das dann so aus, jede Klasse, die das Interface dann implementiert hat, da kann es jede beliebige sein, die hat dann im Grunde diese Interface-Funktionalitäten. Im Grunde erlaubt ein Interface die Kommunikation zwischen Blueprints, also zwischen diesen Blaupausen, zwischen diesen Blueprints, klassenübergreifend. Was wir hier mit einem Interface machen wollen, ist, wenn der Player-Charakter im Grunde halt sagt, hey, ich bin hier am Sprinten, ich will sprinten, dass ein Interface uns dann entsprechend ermöglicht, hier in der Animationsklasse zu sagen, hey, das Interface gibt dann diesen Sprint-State weiter und dass der Spieler aktuell am Sprinten ist. Ja, lass uns jetzt unser erstes Interface einfach anlegen. Wir gehen einfach in den Content Browser, in unseren Main-Folder, also im Main-Ordner, machen einen Ordner und nennen den einfach Interfaces. Im Grunde gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man Interface nutzen kann. Eine Möglichkeit ist im Grunde für jede Klasse sein eigenes Interface zu haben. Heißt für eine Animationsklasse ein Interface, für die Player Hero Charakterklasse ein Interface oder für den GM auch ein Interface. Hier machen wir unser erstes Interface, Rechtsklick in den Ordner, Blueprints, Blueprint Interface und können ihn dann zum Beispiel nennen bpint für Interface, Hero, Hero Anim BP, bpint, Hero Anim BP, nenne ich das einfach. Ich speichere das einmal. Jetzt können wir in unserem Animation Blueprint gehen und Class Settings hier das Interface einfach einfügen. bpint Hero Anim. Jetzt haben wir das Animationsinterface einmal hinzugefügt. Das Animationsblueprint nutzt im Grunde jetzt dieses Interface, das wir angelegt haben. Was wir hier machen können, wir können es einmal öffnen und in diesem grafischen Editor können wir nicht so viel machen. Was wir hier machen können, ist an der Seite hier Funktionen erstellen für das Interface und jede Funktion, die wir hier im Blueprint dann machen, also im Blueprint Interface, die kann dann genutzt werden von der Klasse, die das implementiert. Hier in unserem Beispiel jetzt Animation Blueprint Greystone hat das Interface bpint Hero Anim BP implementiert und kann dann entsprechend die Funktionen hier nutzen, die wir hier erstellen. Also statt hinzugehen und statt hier jedes Mal so ein Custom Event aufzurufen, statt jedes Mal über Custom Events zu gehen, hin und her, nutzen wir unser Interface, um im Grunde hier die Events zu handeln über Funktionen. Und diese Funktionen werden dann halt als Funktion über das Interface hier dann einfach implementiert. Ist halt sehr hilfreich, weil man Blueprint übergreifend das hat, das Interface. Als Beispiel, man hat so über 10 Animations-Blueprints für irgendeinen Player-Chart. Und der große Vorteil hier ist, man macht einfach nur ein Interface mit einer Funktion. Diese mehr als 10 Animations-Blueprints haben dann die gleiche Funktion vom Interface, die aufrufen und implementieren. Ist im Grunde so eine Funktion, die man dann shared über Blueprints hinweg, die das Interface implementieren, Custom Event hantieren bei jedem Blueprint und spart im Grunde Aufwand, ist für alle einfacher. Man muss es nur einmal verstanden haben, wie das Prinzip funktioniert. Also nochmal, der große Vorteil ist im Grunde, wir haben hier die ganzen Blueprints, wir haben mehr als 10 Stück. Die haben alle diese bpint Hero Anim BP implementiert und können alle auf die gleiche Funktion zugreifen, die dann entsprechend eine bestimmte Aufgabe hat und einfach hier als Funktion einsetzen, die dann halt schon programmiert ist und muss nicht in jedem einzelnen Animationsblueprint über Custom Events arbeiten und hat so einen minimalen Aufwand mit maximalem Resultat. Das ist halt ein Beispiel, wieso Interfaces hilfreich sind. Der andere große Vorteil bei Interfaces ist, dass man Casting verhindert. Das heißt, wenn man irgendwo einen Cast verwendet, to BP Hero Char, also wenn man zu einer bestimmten Blueprint casten will, das Ganze läuft natürlich nicht so performant, weil er auch die ganzen Vererbungsgeschichten mit berücksichtigen muss. Und wenn diese Klasse noch andere Klassen referenziert und so weiter und so fort, dann gibt es irgendwo Performance-Einbußen. Und so kann man das Interface als eine gute Möglichkeit, um einmal performant zu sein. Das heißt, das Spiel wird flüssig und schnell reibungslos laufen. Und man spart Zeit, indem man, wenn man sehr viele Animationsblueprints hat, dort einfach über eine Funktion im Interface, die dann auf alle Blueprints verteilen kann, indem diese Blueprints dann über die Class Settings im Grunde diese
implementieren über Referenzierung jetzt. Ja, im Grunde muss man bei Interface einfach nur schauen, wenn jetzt zum Beispiel der Hero-Charakter auch das Interface implementiert und irgendeine Funktion von den ganzen Funktionen, die hier sind, gar nicht ausführt, dann läuft das da im Grunde einfach ins Leere, wenn das Interface mal gecallt wird. Das Ganze ist halt immer noch performanter und schneller, als wenn man jetzt über Casting hier arbeitet. Mit, äh, mit Casting zu Blueprints und so weiter und so fort. Ne? Das war's kurz zu Interfaces. Wir gehen jetzt in unserem Fall zu unserem Interface und machen eine neue Funktion. Wir nennen diese eine Funktion einmal um mit F2, die hier schon drin ist. Nennen das einfach Sprint State. Unten brauchen wir natürlich noch einen Input in die Funktion. Einfach ein Boolean. Nennen wir einfach State. Ist halt so ähnlich wie wir beim Hero Char das hatten, beim Event Graph mit dem Sprint State. Jetzt haben wir unser Interface einmal eingerichtet. Zurück bei der Sprint-Logik bei uns. Im Grunde gibt es halt mehrere Möglichkeiten, wie wir das Ganze machen. Hier gibt es ein Notify-Verfahren oder ein Multicast-Verfahren. Wir werden hier Notify benutzen. Und jetzt können wir den Blueprint hier einmal mit dem Sprint State nutzen. Wir gehen einfach zum Animationsgraphen, drücken Rechtsklick und unter Add Event hier haben wir hier den einmal kompilieren, speichern. Speichern mal alles. So, jetzt Rechtsklick, Add Event und da haben wir unseren Event Sprint State. Jetzt kann im Grunde jede Klasse, die dieses Interface bpint, HeroAnimBP, dieses Interface implementiert, diesen Event Sprint State aufrufen. Und so hat man das Blueprint klassenübergreifend. Wir holen uns erstmal die Variable, Rechtsklick, Promote Variable und nennen die einfach das Sprinting. Jetzt können wir das Ganze im Grunde auch vom Charakter ausrufen und das Ding hier aktualisieren, ob er sprintet oder nicht. Und was wir jetzt im Animationsgraph machen können, den Übergang von Joggen nach Sprinten. Hier holen wir uns die Variable jetzt ist Sprinting. Und wenn wir uns in dieser Transition befinden, das heißt von Joggen nach Sprinting-Übergang, wird er bei uns im Grunde sprinten. Ähnlich auch beim Übergang zurück, bei der Transition von Sprinten nach Joggen. Wenn wir uns die auch holen, ist Sprinting. Hier können wir das einfach rausziehen und sagen not Boolean. Dann soll er zurückgehen. Also wenn er nicht am Sprinten ist, soll er wieder zurückgehen. Und zwar im State wieder zurück von Sprinting zu Joggen. Und wenn er von Joggen nach Sprinting springt, schaut er sich den State an, ist er am Sprinten, dann wird entsprechend die Animation ausgeführt. So geschieht dann auch der Wechsel zwischen Animationen mit Hilfe von dem Interface, das wir erstellt haben. Im Grunde gehen wir nur ins Sprinten über in der Animation, wenn beim Event Graph hier die is Sprinting auf True ist. Soweit ist hier die Logik aufgebaut. Interface gibt die Variable wieder und hier vom Joggen ins Sprinten übergehen, wenn hier entsprechend True ist und von Sprinten wieder zurück nach Joggen, wenn die halt nicht True ist. Also False State, der bleibt im Joggen-Modus. True State, der geht ins Sprinten über. Das nächste, was wir uns angucken, wie können wir auf True oder False diese Variable setzen, die wir uns hier holen über das Interface. Da gehen wir einfach in den Hero Char. Vorher speichere ich das hier, kompilieren, speichern. Wie erwähnt, das geht über Multicast oder Notify-Verfahren. Ich nutze einmal das Notify-Verfahren hier. Wir machen uns eine neue Variable und nennen die einfach Sprinting. Wir brauchen einen Boolean, der einen Wahrheitswert halt, wahr oder falsch. Kompilieren und speichern. Und dieser Boolean, der soll bei uns einen Notify haben. Das heißt hier bei Replication, rep Notify, kompilieren, speichern. Das rep Notify bei Replication, das erstellt uns eine neue Funktion. Und die heißt hier onRep Sprinting. Grundlegend wird diese Funktion jedes Mal aufgerufen, wenn dieses Sprinting als Boolean einen Wechsel hat im Wahrheitswert. Jetzt wollen wir die Variable einmal setzen. Das heißt, wenn wir hier einmal dieses Set haben, dass der Spielercharakter einmal Shift gedrückt hat, dann setzen wir dieses Boolean, holen wir das einmal als Set, setzen die Variable dann entsprechend. Das heißt, die wird auf True gesetzt
an dieser Stelle. Und der Player ist am Sprinten. Und wenn der Spieler nicht Shift gedrückt hält, ist er hier unten. Dann wird das entsprechend False gesetzt. Hier setzen wir das noch auf True, damit das auch passt. Das heißt, hier wird das True gesetzt und da nicht auf True. Das heißt, hier ein Häkchen, da unten nicht. Jedes Mal, wenn sich die Variable entsprechend ändert, dann wird hier onRep Sprint die Funktion aufgerufen, die wir hier haben. Und diese Funktion wird im Grunde alles, was wir hier machen, alle Spieler im Game updaten. Und die Aktualisierung werden entsprechend gesetzt. Hier holen wir uns die Sprint-Variable einmal, Sprinting. Und was wir hier noch machen wollen, einen Check machen mit einem Branch. Einfach B drücken. Das heißt, für den Branch einfach B gedrückt halten und klicken. Wenn das Ganze hier True ist, dann wollen wir unsere Variable auf True setzen. Das heißt, die hier bei dem Animations-Blueprint, die muss True gesetzt werden. Da muss dann True ankommen. Und wenn das Ganze False wird, dann wollen wir den Sprint-Zustand genauso auf False setzen. Das heißt, dass hier True oder False ankommt. Der Weg, wie wir das Ganze machen, wird dann über Folgendes gehen. Wir holen uns den Mesh hier, Hero Char, und der Mesh hat im Grunde die Informationen auch zu diesem Animationsklasse, Animation Blueprint Greystone. Das Ganze wollen wir hier einmal aufrufen über getAnimInstance und holen uns eine Instanz der Animation von dem Mesh, damit wir hier auf unsere Animation Class kommen, die dort referenziert wird. Also diese AnimInstance, das ist die Instanz von dieser Anim-Class, die hier gespeichert ist, beziehungsweise referenziert ist. Was wir hier jetzt machen, also statt hier üblicherweise einen Cast zu machen und danach einfach hier unseren Sprint-State zu holen, statt das Ganze zu machen, statt die ganze Casting-Geschichte, machen wir von unserem Interface Gebrauch. Unter hier Class Settings holen wir einfach dieses Interface. BPI, BPInt, Hero Anim BP, Compile Save. Und statt der Cast-Geschichte von vorhin können wir hier einfach hingehen und holen unser Sprint State. Und das ist die schöne Sache an Interfaces. Es hat eine gute performante Hintergrundgeschichte und ist auch freundlicher, weil man nicht casten braucht. Das Ganze können wir jetzt einfach auf True setzen, wenn es True ist. Steuerung D. Und auf False setzen, wenn es False ist. Das heißt, unser onRep Sprinting schmeißt uns die Information zum Sprinten oder nicht vom Charakter einfach weiter über den Branch in unser Interface und die Variable dort, Sprint State, je nachdem, ob es jetzt True ist oder False. Und das Ganze mit einem schönen Interface, Blueprint übergreifend. Das Ganze probieren wir jetzt einfach. Compile Save, File Save All. Wir holen uns da zwei Spieler. Wir spielen als Klient. Und wenn wir sprinten, dass das ein bisschen hakt, das werde ich mir nochmal anschauen. Das Ganze muss hier auch nochmal diesen Boolean-Wert weghaben. Das heißt, wenn wir hier in False sind, dann darf hier kein Haken sein. Und wenn wir in True sind, muss dann True-Wert halt stehen. Kompilieren, speichern. Und das Ganze probieren wir aus als Client im Zweispieler-Modus. Wenn wir sprinten, dann sprintet er. Wenn wir ganz normal laufen, dann läuft er normal. Ja, das Interface macht das, was es machen soll. Alles klar. Jetzt haben wir zwei Interface, Calls. Das heißt, ein Interface haben wir, Notify-Verfahren kennengelernt heute. Wir haben uns einige Sachen so angeschaut heute. Wenn ihr euch noch unklar seid über das ein oder andere, wiederholt einfach das Video
Schaut euch das an und versucht dieses Interface-Verfahren zu verstehen. Das erleichtert die Arbeit enorm in Unreal Engine und man muss nicht ständig irgendwelche Blueprints casten, sondern geht den Weg über ein Interface, das implementiert wird von der Blueprint-Klasse, um halt klassenübergreifend die Methodik da zu haben. Ja, schaut euch einfach mal an, was ein Wrap Notifier ist, was das genau macht. Wenn ihr es noch nicht ganz verstanden habt, schaut euch das Video einfach nochmal an. Wieso wir das Ganze hier nutzen, schaut euch das einfach an. Sind halt wichtige Sachen, dass man so Notify nutzt statt ein Multicast. Beim Erklären ist mir auch ein kleines Fehlerchen unterlaufen, das ich gerade gesehen habe. Weil das Ganze mit Notify ist halt wichtig, dass das auch auf dem Server läuft und nicht beim Client. Vielleicht ist das jemandem anderen auch noch aufgefallen. Ich korrigiere das Ganze einmal, indem ich die Notify-Geschichte hier einmal hochschiebe. Den kopiere ich mir einmal. Jetzt müsste das Ganze auch flüssiger laufen und richtig laufen. Das heißt, über die Authority-Geschichte darf nur der Server dann entsprechend was setzen. Und je nachdem, ob True oder False hier gesetzt wird, wird dann halt ein Notify gesetzt für True oder False in der Blueprint Class und weitergeleitet. Und der Client selber hat solche Macht halt nicht. Das heißt, der Server gibt dann allen Bescheid, was für ein State da ist. Ich probiere das Ganze mal aus mit einem Zweispieler als Client. Ich sprinte einmal. Multiplayer in Unreal Engine funktioniert so, dass der Server Richtung Client kommuniziert. Also im Grunde ein Server-Client-Model. Deswegen ist es wichtig, dass der Server das Notify setzt auf Serverseite. Und dann wird die Funktion hier alle Clients updaten über das Interface. Und die entsprechende Animation des Meshes im Spiel. Alles klar. Das funktioniert jetzt. Sobald ich Shift drücke, sprintet er. Und wenn ich loslasse, dann läuft er wieder. Ich hatte einen kleinen Bug entdeckt. Und zwar gab es eine Verbindung, die einfach nicht da war. Die schauen wir uns jetzt kurz mal an. Also wenn du im Event Graph bist, beim Blueprint Hero Charakter, da gab es diesen einen State, den habe ich einfach nicht verbunden. Der muss natürlich auch mitkommen. Das ist so der eine Bugfix. Und die andere Stelle, die halt wichtig ist, dass wir halt nicht hier unten die Logik haben mit diesem Wrap Notify, sondern da oben. Und zwar, wir wollen dieses Wrap Notify oben bei Authority beim Server auf der Serverseite haben mit Autorität und dass dort entsprechend das Ganze auch called wird mit dem Notify hier oben mit True und unten mit False. Und um es schön auszusehen, habe ich so ein Return State hier noch, Return Wall. Einfach so add Return Node und dann hat man das da oben auch. Was ich noch gemacht habe, ist wahrscheinlich nicht so relevant, wollte ich aber kurz zeigen. Ich habe hier eine lokale Variable, Local Sprint State gemacht. Es kann natürlich sein, dass das auch ohne das funktioniert. Um den Bugfix zu realisieren, geht ihr einfach hin, löscht dieses eine Set und diese 3 Sprint States, die wir nicht lokal hatten, und erstellt hier unten links einfach so eine neue Variable, lokale Variable, und den können wir nennen Local Sprint State. Das ist bei uns ein Boolean, den ziehen wir uns hier hin, einmal die Setter, und dann wollen wir den als Getter einfach holen. Brauchen wir genau insgesamt 3 Mal und verbinden das Ganze dann wieder. Und so müsste das Ganze auch bei euch funktionieren. So, danke fürs Zuschauen. Das war's für dieses Video. Das ist im Grunde eins der schwierigsten Lektionen im Kurs. Und wenn ihr es hier durchgeschafft habt, dann passt das alles. Dann schafft ihr den Rest auch noch. Wir sehen uns im nächsten Video.